Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier gerade im Herzen einer Großstadt und für uns geht es gleich in einen wirklich einzigartigen Lost Place, und zwar eine ehemalige Aktienbörse. Das Ding wurde 1905 erbaut und hat einen wirklich besonderen Baustil. Es sieht da drinnen wirklich wie in einem Palast aus. Es wurde auch schon des Öfteren als Filmset benutzt, und um da rein zu gelangen, müssen wir eine wirkliche James Bond Mission machen. Es gibt nämlich einen geheimen Gang, der direkt ins Gebäude führt, und ich würde sagen, da geht es jetzt direkt hin. In dem Sinne, los geht's, Leute. So Leute, wir befinden uns hier gerade wirklich mitten im Stadtzentrum, noch dazu an einem Freitagabend. Es ist ja unglaublich viel los und der Eingang zu diesem geheimen Tunnel liegt noch dazu ziemlich offensichtlich. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall im Undercover-Modus vorgehen, damit wir da auf jeden Fall unbemerkt bleiben. Es fühlt sich gerade wirklich wie in einem Film an. Hier die Straßen komplett aktiv und wir schleichen uns jetzt tatsächlich über einen geheimen Gang in ein palastähnliches Gebäude. Fühlt sich gerade echt an, als wenn wir gleich die Mona Lisa rauben. Schöne Mission Impossible Style da jetzt hin. Komm, los geht's. Also es sind hier wirklich überall Kameras und noch dazu patrouillieren hier Leute, die aussehen, als wüssten sie nicht, dass wir die Genehmigung haben. Das macht das Ganze nochmal extra tricky. Wir müssen hier auf jeden Fall unauffällig bleiben. Da drüben in den Büschen befindet sich direkt unser Eingang. Aber hier zu unserer Rechten sieht man Leute mit Warnwesten. Das ist kein gutes Zeichen. Das könnten Securities sein oder sowas, die müssen wir noch abwarten. Okay, wir werden jetzt hier auf jeden Fall kurz abwarten, bis die Luft rein ist, dann aber schnellstmöglich da rein. Bis gleich. Da hinten befindet sich direkt unser Einstieg. Diese kleine Luke. Na gut, Leute, die Luft ist rein, die Mission startet genau jetzt. Zugriff. Oh mein Gott, überall Leute. Kannst du mir geben? Okay. Oh mein Gott. Oh, also unauffällig war da gerade nichts. Wir sind drinnen. Oh, wir sind drinnen, Leute. Einfach ein Betonklotz, der hier mitten drum steht, mit so einer Klappe, und hier geht es jetzt tatsächlich runter. Direkt Abstieg wieder, komm. Cool. Boah, Bro, das ist komplett mit Müll gefüllt. Das gibt's doch nicht. Boah! Eieiei! Alter Scholl, ist das ekelhaft. Boah! Boah, ist das widerlich für. Oh! Nichtsdestotrotz, wir sind drinnen. Wir befinden uns hier gerade wirklich mitten unter der Straße und hier führt tatsächlich ein Tunnel direkt in dieses Haus rein. Das ist schon krank, da gab es wirklich einen Fluchttunnel oder sowas in die Richtung. Wir sind hier gerade wirklich unter einem sehr bekannten Platz. Ja, wer würde denken, dass sich da unter der Straße so ein Tunnel befindet? Also das Ganze fühlt sich jetzt aber wirklich wie bei Mission Impossible an. Oh, jetzt geht's hier aber los. Du weißt, was das heißt. Ab ins Rotlicht. Komm. Oh. Ja, jetzt geht's hier los. Komm, attackieren. Oh, hier ist auf jeden Fall direkt zu Licht. Also das Ding scheint wirklich alt zu sein. Oh, da geht's raus, glaube ich. Okay. Da ist jetzt aber eine Kammer hier. Oh, das ist todesanstrengend. Eine Klappe. Schaut sich das an. Jetzt aber wirklich Daumen drücken, dass die offen ist. Ja. Ah, die klemmt. Warte, Bro. Komm zu zweit. Der zweite. Ja. Oh, yes. Alter Schwede. Yes! Das Ding ist offen.
Da hatte man jetzt aber kurz ein Mini-Herzinfarkt, dass das Ding nicht aufgeht. Komm gleich rein da. Wir haben es geschafft. Alter, was zur Hölle. Wir sind tatsächlich drinnen. Also das sieht wirklich wie so eine Bunkertür aus. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das hier so eine Art Fluchttunnel ist oder sowas. Das Gebäude gab es ja auch im Zweiten Weltkrieg, damit die hier irgendwie im Fall eines Bombenangriffs oder so aus dem Gebäude konnten. Ja, das ist ja wirklich wie aus einem Agentenfilm hier drinnen. Ja. Das schaut schon wild aus. Wir sind jetzt wirklich in so einem kleinen Raum und da ist schon die nächste Türe. Und die sieht aber jetzt wirklich 1:1 wie eine Bunkertür aus. Hier direkt beim Spion. Die geht aber auf. Der Scholli. Und da direkt die nächste Türe. Komm. Es bewegt sich. Komm, komm, komm. Yes! Yes! Und da geht's rein, Bro. Alter, jetzt haben wir es geschafft. Und wieder die Luftschutztüren überall. Wir befinden uns hier gerade eindeutig im Keller. Wahrscheinlich haben dann hier die Leute Schutz gesucht im Fall eines Bombenangriffs. Da drüben ist auch so eine Art Gasschleuse oder sowas. Also ja, das sind alles Anzeichen, dass das hier mal ein Luftschutzkeller war. Okay. Alter, wie riesig ist der? Und da geht's komplett nach hinten. Hört sich das an? Das Ding ist riesig. Boah, was ist das? Alter Schwede. Also der ist aber noch in Betrieb, der Sicherungskasten hier. Da leuchtet es noch. Dann noch ein steinalter Schaltplan. Und hier eine Anleitung, wie man eine Herzmassage durchführt. Es sind überall diese seltsamen Klappen an der Wand. Sieht fast aus wie eine Guillotine oder sowas. Hier der Draht, der dann hier befestigt war, und das konnte man da hier über den Seilzug hochziehen. Vielleicht waren das so eine Art Notausstiege. Und da sieht man es jetzt, da ist die Platte schon weggebrochen und da geht es dahinter weiter. Seht das an? Da drüben wieder eine Platte und da kommt man wahrscheinlich an die Oberfläche, also es ist wieder so eine Art Notausstieg hier. Oh, Alter, wir sind hier, glaube ich, gerade wirklich auf einen Luftschutzkeller gestoßen. Komplett unerwartet, aber irgendwie auch logisch, weil die meisten Gebäude, die es im Zweiten Weltkrieg gab, hatten eben so einen Keller. Wow, das sieht nach Aufzug aus. Ja. Ein alter Aufzug, aber der muss nachträglich hier eingebaut worden sein. Das Gebäude ist wirklich extremst alt, wurde irgendwann als Aktienbörse verwendet und später dann noch als staatlicher Fernsehsender. Das heißt, hier waren verschiedenste Institutionen drinnen. Ja, und deshalb hat sich dieses Gebäude wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch stark verändert. Da geht jetzt aber eine Leiter hoch. Oh, das sieht aus wie eine Belüftung. Ja, stimmt. Ah. Da geht's rauf. Gleich an die Frischluft. Oh ja, komm. Oh. Alter Scholli. Oh. Wir sind im Innenhof. Schaut euch das an und da riecht's komplett nach Pisse hier. Das ist jetzt echt der Innenhof von diesem steinalten Gebäude. Wie wild sieht das aus? Aber der Teil, der wie ein Palast aussieht, ist das auf jeden Fall noch nicht. Ja. Das scheint so, als wären wir gerade in irgendeinem Zwischengebäude. Aber hier soll es eine richtig eindrucksvolle Halle geben, die wie ein Palast aussieht. Und genau die wollen wir jetzt mal finden. Da führt auf jeden Fall direkt eine Tür ins Gebäude. Das ist echt unglaublich, was das für ein Labyrinth ist. Es ist jetzt sicher eine Stunde schon herumgeht. Okay, was ist das da? Da geht's aber wieder weiter. Ja. Ein komplett grüner Raum, oder wie? Und da jetzt wieder ein Stiegenhaus. Okay. Und da ist aber direkt eine Säule. Das könnte jetzt der Palast sein. Okay. Alter, hier geht's jetzt aber los. Boah. Was zur Hölle? Das schaut jetzt aber richtig aus. Die erste Säule, das Ding ist palastähnlich. Das sieht ganz nach dem Stil aus von der fetten Halle, die wir hier suchen. In dieser Halle wurden auch Szenen für Blade Runner gedreht. Das muss hier irgendwo um die Ecke sein. Oh, was sind das für Säulen? Oh, das sieht ja wirklich aus wie aus einem römischen Tempel hier drin. Dinger. Alter Scholli. Und komplett verlassen. Oh, aber Bro, da hinten brennt Licht. Da hinten geht schon auf die Straße.
Das fühlt sich hier auf jeden Fall sketchy an, weil da wirklich überall von außen das Licht der Straßenlaternen reinscheint. Wir müssen uns hier Vorsicht wegen. Und da schon das nächste Licht wieder. Boah. Alter Schwede. Geht's los? Schaut euch die Halle an. Das sieht aus wie so ein Main Entrance. Das könnte echt der Haupteingang sein. Hier brennt auf jeden Fall noch Licht. Also das ist kein gutes Zeichen. Ja. Alter Schwede. So Leute, folgendes. So waren wir jetzt unten in dieser Halle am Exploren und haben tatsächlich jemanden gesehen, der dort beim Eingang sitzt. Wir sind nicht sicher, ob uns die Person jetzt gesehen oder gehört hat. Oder vielleicht gar nicht weiß, dass wir eine Genehmigung haben. Aus diesem Grund sind wir jetzt hier schnell ins Stiegenhaus und haben uns hier für ein paar Minuten einbarrikadiert. Aber ist auf jeden Fall noch jemand im Gebäude. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass wir die große Halle jetzt mal auslassen, weil da können wir sowieso nicht mit den großen Lichtern rumleuchten. Das wird viel zu auffällig. Stattdessen versuchen wir jetzt mal hier aufs Dach zu kommen und hier ein Overnight abzuziehen, also einfach am Dach pennen und dann am Morgen schön mit Tageslicht die große Halle exploren und das am besten unbemerkt. Es ist auch schon 3:08 Uhr. Der legt jetzt rauf und das im absoluten Ninja-Modus. Also dass das hier nochmal so Action geladen wird, hätte ich mir nicht gedacht. Los geht's. Oh mein Gott, Leute. Eine Taube. Oh mein Gott. Alles gut? Komm runter. Ich habe mir komplett den Nacken verrissen. Den Nacken verrissen? Ja, komplett. Na. Ich habe mich so krank gedrückt. Das ist doch nicht. Das ist alles voll mit Tauben da oben. Vielleicht nach einem anderen Weg suchen. Ja. Direkt rein in die Panikattacke und jetzt ist der Nacken auch noch verrissen. Also die Mission nimmt hier echt eine unerwartete Wendung. Das wird echt unangenehm gerade. Ja. Schön einen anderen Weg aufs Dach finden. Da ist aber echt das Dach. Und da ist ein Turm. Der sieht aber wild aus. Das sieht aus, als wäre das hier der höchste Punkt. Ja. Und da drüben ist so eine Art Balkon. Und über den kommt man da, glaube ich, zu dem Turm drauf. Direkt dorthin, würde ich sagen. Komm. Was ist das für ein Innenhof? Hinten müsste sich jetzt dieser fette Turm befinden. Ja. Jetzt, wo wir wissen, dass hier noch jemand unterwegs ist, ist das Ganze schon leicht sketchy. Da ist er, der Turm. Wir können hier auf jeden Fall jetzt nicht wirklich rumleuchten, weil neben uns befindet sich direkt dieser große Hauptplatz. Da würde man uns direkt sehen. Das heißt, wir können jetzt echt hier nur mit schwachem Licht arbeiten. Hier geht es jetzt schön hoch. Das Dach ist auf jeden Fall todessketchy. Hier ist wirklich nur Holz und über diese Asbestplatten. Aber hier sind auf jeden Fall Griffe, wo man sich anhalten kann. Oder? Ja. Oh. Das ist eindeutig die Person, die wir vorhin da unten gesehen haben. Und es scheint wirklich so, als würde er auf das Gebäude zu manövrieren. Direkt hier hoch jetzt. Boah, das sieht aber geil aus. Da ist er, der Turm. Boah, ist das kitschig. Was ist das für ein Climb? Schön durchs Grünzeug. Yes. Geil. Da ist er. Oh, Bro, eine Taube. Ui, die starrt uns richtig Ja, an. und zwar mit einem Side-Eye. Die will uns attackieren. Ja. Aber wir müssen wissen, was da drinnen ist. Oh mein Gott. Was ist das? Ein Tausendfüßler. Schau sich das Viech an.
Schaut sich das an. Da ist nur ein kleiner Raum. Pennen kann man da auf jeden Fall nicht. Und hier oben geht es auch nicht sonderlich weiter. Aber eine schöne Aussicht hat man auf jeden Fall von hier oben. Das sieht ja aus wie bei Assassin's Creed. Na gut, ich würde sagen, wir warten hier noch ein bisschen ab, um sicher zu gehen, dass uns da keiner unten erwartet. Und dann geht es aber direkt auf Schlafplatzsuche. So ist es. Schön die Turmglocke aktiviert. Es muss jetzt langsam in die Haia gehen. So, wir haben hier drüben jetzt direkt diesen Turm gespottet. Und der scheint oben flach zu sein, also perfekt, um dort zu pennen. Da geht es jetzt direkt drüber und dann aber sofort das Lager richten. In dem Sinne, wir sehen uns dort. Oh. Okay. Oh. Alter Scholli. Schaut euch das an. Die perfekte Plattform. Und ich würde sagen, da errichten wir jetzt wirklich unser Lager. Hier findet uns, glaube ich, auch so schnell keiner. Und dann morgen schön mit Tageslicht die große Halle exploren. Rein in die Schlafstätte. Schön die Hängematten hier gespannt. Also der Schlafplatz, der kann auf jeden Fall was. Na gut, Bro. Gute Nacht. Schön in die Haia und hoffen, dass uns nicht morgen irgendjemand aufweckt. In dem Sinne, gute Nacht, Leute. Oh. Alter Scholli, guten Morgen. Ja? Das ist mal eine Aussicht hier. Boah. Uiuiui. Oh. Gut gepennt. Mehr oder weniger. War schon angenehm in der Hängematte. Ja. Boah, da sieht man wirklich über die ganze Stadt drüber und auch direkt auf uns. Wir sind hier gerade wirklich mitten am Präsentierteller. Das fühlt sich irgendwie ungut an, obwohl die Aussicht so schön ist. Aber bevor wir uns hier jetzt aus dem Staub machen, geht es natürlich noch in alter Manier in eine kleine Drohnenaufnahme. In dem Sinne, lasst den Albatros steigen. Von oben schaut das Ding nochmal anders wild aus. Ja. Abflug. Boah. Schaut euch den Innenhof an. Unter der verfallenen Glaskuppel könnte sich echt diese Halle befinden. Ja gut, direkt mal dorthin. Okay. Ja. Alter Schwede. Da ist direkt die Kuppel. Und darunter kann sich jetzt wirklich mit großer Wahrscheinlichkeit diese majestätische Halle befinden. Alles schön aus Glas. Da kann man durch. Alter, Felo. Das ist es. Da sieht man die ersten Balustraden. Das ist die Halle. Oh. Wir müssen leise sein. Wer weiß, vielleicht ist da jemand unten. Boah, Alter, schon. Schaut euch das an. Das ist die Halle, von der wir die ganze Zeit geredet haben. Hier mit dieser eindrucksvollen Glaskuppel. Hier wurde tatsächlich eine Szene aus Blade Runner gedreht.
gestern auf jeden Fall keine Einbildung. Also es kann wirklich sein, dass das jemand ist, der ja auch das Gebäude explort. Auf jeden Fall haben wir das ganze Ding jetzt in der Taubstummen-Edition wegexplort. In dem Sinne, ich würde sagen, einen ganz leisen Abflug jetzt. Wirklich einen ganz, ganz leisen. Ja. Na gut. Ist zugemacht worden, oder? Ja. Das war gestern auf jeden Fall offen. Das heißt, da wusste eindeutig jemand, dass wir hier unterwegs sind. So Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen, sichtlich erledigt, komplett verdreckt und erschöpft. Aber das war eine komplette Mission Impossible. Ich bin so erledigt, fühle mich, als hätte ich in einer Asbestmine gearbeitet gerade. Dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein Leute!